Wir liefern die ganze Welt vom kleinen Ilnau. Mein Name ist Claudia Marcoli. Ich bin 56 Jahre alt, bin Mutter von 2 Kindern und seit 2004, als ich die Firma gegründet habe, bin ich Geschäftsführerin und Inhaberin von der Nanovis. Warum dass es überhaupt Nanovis gibt, da ist sicher mein Vater recht ein grosser Anteil daran. Er war so der Daniel Düsentrieb und in der Oberflächenverfahrenstechnik tätig. Und alles, was ich jetzt eigentlich weiss, habe ich bei ihm gelernt. Die ganze Technik, ein bisschen Chemie, Verfahrenstechnik, das hat er mir eigentlich beigebracht, weil es mich interessiert. Als es ein bisschen um Nachfolgeregelung auch dort gegangen ist, war dann die Idee, hey, ich mache meine eigene Firma. Ganz klar Fokus, Seriefertigung. Und mein Vater hat mir dann geholfen, das erste Produkt zu entwickeln und so wirklich auf der grünen Wiese als Start-up dann angefangen. Wieso machst du eigentlich, was du machst? Weil ich das gerne mache, was ich mache. Und wieso? Ich finde es einfach, ich bin in einem mega spannenden Segment tätig. Also, ihr werdet es auch sehen. Also, wir sehen hier, jetzt gehen in eine Etikettendruckerei. Eigentlich machen die ja Etiketten. Und du kommst eigentlich tagtäglich mit dem in Berührung als Konsument. Und wir haben das Privileg, ich komme in Produktionen hinein. Ich sehe, wo das produziert wird. Und das ist etwas, was mir wahnsinnig viel Freude macht und Spass macht an meinem Job. Dass ich wirklich mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann. Und das ist das, was mich auch erfüllt. Das macht mir Freude. Ja, danke vielmals. Am Anfang, als ich ganz gestartet habe, habe ich die Anlage in Betrieb genommen. Da habe ich den Blaumann angelegt. Ich habe gestaunt. Da kommt eine Frau, die ist Geschäftsführerin, legt den Kittel an und nimmt die Anlage in Betrieb und macht die Schulungen. Aber das ist auch wirklich eine ganz coole Zeit. Das mache ich heute natürlich jetzt weniger. Jetzt habe ich natürlich auch meine Leute, aber ich habe dort extrem viel gelernt. Wie man hier sieht, produziert Carini unterschiedlichste Etiketten. Und unsere Reinigungsanlagen die sorgen dann dafür, dass von diesen Druckmaschinen die farbverschmutzten Druckwerkzeuge wieder sauber gereinigt werden. Wir sehen jetzt hier so eine HP-Druckmaschine. Hier innen sieht man dann die ganzen Teile, die es braucht für den ganzen Druckprozess. Das sind das sogenannte Bits und die werden dann rausgenommen. Und das sind dann Teile, typische Teile, die nachher in unserer Bella dann gewaschen werden. Also für uns ist es sehr wichtig bei der Reinigung, dass man eben Lösemittel vermeidet. Das ist einfach für Mensch und Umwelt nicht gesund. Und bei den Nanocleaner haben wir auch ein integriertes Recycling, wo dann unser Mittel immer wieder rezykliert wird und eigentlich nur ein trockener Farbkuchen vorbleibt. Und da bei der Bella, beim Digitalen, ist es natürlich für uns auch wieder sehr wichtig, dass das Mittel, das hier eingesetzt wird, immer wieder rezykliert wird und dass das Reinigungsmittel so lange als möglich im Einsatz kann sein und nicht nach 2-3 Wochen muss weggehalten werden und dann muss man wieder neues Mittel kaufen. Das ist für uns von der Philosophie her sehr wichtig. Wenn du transparent und offen bist, das ist immer das Beste. Ich muss nicht etwas verkaufen, wo ich nicht bin, oder etwas darstellen, wo ich nicht bin. Ich kann sagen, hey, das weiss ich jetzt gerade nicht. Ich hatte am Anfang immer ein bisschen Schiss, dass ich vielleicht zu wenig Wissen habe. Aber das hat sich echt wieder leid. Du darfst einfach authentisch sein, so wie du bist. Und du darfst auch mal sagen, wenn du etwas nicht weißt. Und die Leute helfen dir mega gern. Man wächst ja eigentlich auch als Person. Entwickelt man sich. Also ich bin nicht mehr die gleiche wie vor 20 Jahren. Und wichtig ist aber gleich auch für mich, dass du musst lieben, was du machst. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man dann gegen aussen halt einfach auch spürt. Du bist jetzt einfach da, weil du das Produkt irgendwie verkaufen willst, sondern lebst du das. Und ich glaube, das mache ich und das machen alle, die hier bei mir tätig sind.